Du hast immer noch keinen Planer für 2023? Musst du unbedingt haben. Und hier ein paar Tipps, welcher von den Weekview-Planern für dich der geeignetste ist. Und das ist unser A4-Planer. Im Rahmen der Kalenderwahltipps sind wir heute beim A4-Planer, Planungskomfort im Großformat und ein Eldorado für alle planungsaffinen Leute. Und ich freue mich heute schon, dass ich im nächsten Jahr eben auch den A4 verwenden werde und für alles Platz habe, dort zu notieren und wiederzufinden. Den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die Merkmale, die sich durch alle Weekview-Planer ziehen und nur unterschiedlich ausgeprägt sind und deswegen hier die besondere Betrachtung der einzelnen Kalender. Aber im Wesentlichen ist wirklich sind alle Merkmale bei allen Kalendern vorhanden. Die Woche ist immer im Fokus. Sie haben alle Tools für Übersicht und Ziele. Alle haben es den Erfolgsschlüssel Quartal. Dann Planungstools haben nicht alle oder nur reduziert manche, aber A4-Planer hat natürlich ganz viel. Notizmanagement und Maße und Accessoires und alle haben verschiedene Varianten. Ja, wie schaut jetzt im A4-Planer die Woche aus? Sie hat natürlich auch die A-B-Aufgaben, Prio A wichtig und dringend und Prio B wichtig und noch nicht dringend. Deswegen muss man die Prio B-Aufgaben machen, solange sie noch nicht dringend sind. Hier findet man einen Ausblick auf die nächsten 4 Wochen, kleiner Projektplaner, um erinnert zu sein an die Dinge, die anstehen, ein Tracker für die Woche mit 5 Zeilen, dann das Wochenfazit, haben auch alle Kalender viel Platz für Notizen, für Reflexionen, fürs Wochenfazit. Und im unteren Teil sind dann die 8 Tage. Denn bei Weekview hat die Woche 8 Tage und ist eingerahmt von 2 Sonntagen. Bei Weekview beginnt die Woche mit einem Ruhetag. Kann man aber natürlich auch anders verwenden, weil der ist ja doppelt vorhanden. Hier sind eben alle Tage gleich groß. Hier ist ja genug Platz, um 8 Tage nebeneinander zu bringen. Die Tageszeiten gehen von 8 bis 19 Uhr, aber oben drüber ist auch ein Feld für Tagesaufgaben. Ja, und dann kommen wir schon zu dem Erfolgsschlüssel Quartal. Was alle Planer haben, hier Quartal planen, einfach sich eine Übersicht über die 13 Wochen zu verschaffen. Hier ist neu bei allen Kalendern, dass links eine Spalte ist, wo man die Themen sammelt. So kann man auch schon für die nächsten Quartale die Themen, die irgendwann mal hochpoppen, schreibt man da schon rein. Das ist noch lange nicht deswegen ein Ziel, aber es ist mal gesammelt. Und wenn man dann hier die Ziele definiert, dann hat man die ganzen Themen eben schon mal vor Augen und entscheidet sich dann, was denn wirklich dann zum Quartalsziel erhoben wird. Rechts eben diese grobe Übersicht im Wochenraster. Geht es nicht darum, dass unbedingt alles hier exakt ist, das haben wir dann in der nächsten Ansicht, aber den Überblick sich zu verschaffen über die 13 Wochen ist sehr wertvoll. Deadlines, Meilensteine, Ereignisse, Geburtstage und so weiter schon mal zu setzen und die im Auge zu haben und immer, bevor man die Woche plant, immer in die große Übersicht zu gehen, um nichts zu vergessen bzw. alles im Auge zu behalten. Unten dann die Vorgänge, viele Zeilen hier auch, die man nutzen kann, um alles unterzubringen, um es auch nochmal zu gliedern. Ja, und hier wird es dann tagesspezifisch, hier wird es dann genauer, sind die 3 Monate mit Tagen ausgewiesen, mit der Möglichkeit, jede Woche
die Topics festzulegen, das was dominieren wird in der Woche und unten auch nochmal tagesspezifisch irgendwelche Deadlines oder Ereignisse oder Seminare oder was immer hier zu setzen. Weiter geht's mit den Tageskacheln, eine ganz neue Ansicht, gewünscht von einigen Kunden, aber sie kannten das bisher nur eben als Monatstageskacheln-Ansicht. Hier ist das erste Mal, glaube ich mal, eine Quartalstagesansicht mit der Struktur 7 Tage horizontal und 13 Wochen oder auch mal 14 vertikal. Also ein genialer Überblick über das ganze Quartal, natürlich auch über das Monat. Und wir werden sehen, wie beliebt das wird. Auch beim Quartal, bei den Quartalsseiten ist jetzt die Monatsplanung. Viel Platz, um auch den einzelnen Schritt, die 3 Schritte zum Quartal, die durch die Monate gegeben sind, um die auch zu planen, die Prioritäten festzulegen, sich vor Augen zu halten und zu reflektieren. Und rechts, sehr beliebt, eben die Monatsansicht, vertikal die Tage mit 4 schmalen Spalten und 3 breiten Spalten, die man eben selber definieren kann. Die schmalen für Ferien, für Schichtdienst, für Mülltonne und was immer man haben möchte. Und rechts, ja, auch manche schreiben da wirklich Termine rein und haben halt dann wirklich über das ganze Monat einen Überblick oder das Monatsseminarprogramm schreiben da manche auf. Es ist richtig schön Platz und durch das A4-Format sind auch die Zeilen dementsprechend hoch. Ja, und dann Quartal beobachten, eine ganz wichtige Seite, die auch in allen Planern vorkommt, um eben orientiert zu sein, was denn tatsächlich geschehen ist. Hier kommen nur Fakten rein, hier kann man wochenspezifisch, aber vor allen Dingen auch tagesspezifisch seine Informationen eintragen. Man kann sie als Schmerztagebuch verwenden oder wenn man jetzt eben für die Firma, was ist wann gekommen, wann ist was abgegeben worden. Aber wirklich die Fakten, nicht das, was geplant war, sondern die Fakten, was letztlich für einen Termin rausgekommen ist. Hier auf die Dinge, die hier stehen, muss ich mich verlassen können. Das ist eben bei den Planungen leider oft nicht der Fall. Und dann geht es zu guter Letzt in das Thema Quartal auswerten. Alles ist eben nach unserem EPTW-Zyklus, Erkennen, Planen, Tun, Wurzeln ausgerichtet. Und das ist viel besser als eben ein Jahresrückblick, weil ein Quartalsrückblick kann man noch einigermaßen fassen. Da wird man auch schon staunen, wie viel da passiert. Aber beim Jahresrückblick hat man eigentlich nicht wirklich Chance, weshalb viele den Jahresrückblick auch gar nicht machen oder auf halber Strecke scheitern. Aber hier beim Quartal, da ist alles nur lebendig. Hier ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, der Schlüssel auch echt, das, was man reflektiert, auch dann in das nächste Quartal zu übernehmen und daraus aus den Lehren einfach irgendwelche Maßnahmen abzuleiten, Routinen einzuführen. Da kann man noch was machen. Am Jahresende ist das Jahr vorbei. Deswegen unbedingt hier das Quartal planen und reflektieren und hier auswerten. Ja, Übersichten sind auch wichtig, einfach um die Sache im Blick zu behalten, um die Übersicht über verschiedene Ereignisse und ja, jetzt hier das ganze Jahr im Überblick zu haben. Das verschafft einem einfach eine gute Vogelperspektive, die einem hilft, besser orientiert zu sein und zu sagen, nee, da kann ich nichts machen, weil da bin ich eben beschäftigt oder da kommt das. Hier im A4-Planer haben wir den Vorteil, dass alle
3 Jahresansichten, die aktuelle, die nächste und die übernächste, in dem Fall 2023, 2024, 2025, dass die auf einer Doppelseite Platz haben. Und das ist wirklich ein Vorteil, auch dass man nicht switchen muss zwischen verschiedenen Ansichten. Ferienplaner, Deutschland, Österreich, Zeitzonen, dann hier wertvoll diese 2 Doppelseiten, einfach einmal Ziele sammeln und vertiefen, dann aber auch nochmal im Blick behalten, wo man in diesen Quadranten einfach alles reinschreiben kann. Ein Wort genügt, um nichts zu vergessen, was einem wichtig ist, was man mal als Vision hatte. Einfach da sammeln und sich vielleicht eine Struktur schaffen, die man jetzt selber auch gut findet, aber hier einfach sammeln und alles in diesem Bereich, in diesem Zielebereich zusammengefasst, um schnell hin und her blättern zu können. Hier auch den Jahresrückblick, weil man auch während des Jahres schon bestimmte Sachen aufschreiben kann oder mal vermerken kann, die man da eben wichtig findet und später vergessen hätte. Und dann kommt die Timeline. Das ist eine Übersicht eine wochenweise Übersicht über das ganze Jahr, um einfach da auch den Überblick zu haben, was so grob ansteht. Aber eben horizontal als Gantt und das andere war im vertikal als Jahresübersicht. Ja, dann kommen wir zu den Planungstools. Hier nochmal die Dinge, die im A4-Planer vorhanden sind, die sind in anderen Planern zum Teil eben nicht vorhanden. Hier gibt es zum Beispiel diese Timeline, die wir vorher gerade gesehen haben, nochmal als Projekt-Timeline. Also dasselbe gedoppelt, aber man kann sich da überlegen, wie man sie nutzt, wie man sie anders nutzt. 2 x 26 Wochen. Dann die Jahrestabelle, das ist eigentlich ein Jahrestracker, wochenweise, wo man 52 Spalten hat und viele Zeilen, ja, wie sie halt auf dem A4-Platz haben, wirklich ein Jahrestracker. Sehr hilfreich für die, die es nutzen wollen und können, die auch dafür die entsprechenden Anwendungen haben, kann sehr tiefsinnig werden. Hier die Jahrestabelle, monatsweise, regelmäßige Aktivitäten, alle Routinen, alles, was man hier in der Woche, im Monat, im Quartal wiederholen möchte, immer wieder machen möchte, damit man sich das nicht immer wieder selbst neu überlegt, sondern dass man wenn man zum Quartal kommt, dass man genau weiß, okay, das und das will ich da machen, muss ich da machen. Dann Projektverzeichnis, wo man die Projekte im Überblick hat, Projektideen, auch nochmal 3 Seiten speziell für Projektthemen, einfach mal aufschreiben. Dann die Projektseiten selber, gibt es 5 Projekte doppelseitig und 10 Projekte einseitig. Und dort sammelt man einfach alle Informationen für ein Projekt. Projektreflexion, nochmal Seiten, um die Dinge zusammenzufassen, die einem da klar geworden sind, beziehungsweise hier nochmal Lessons learned. Ja, das waren jetzt hier die ganzen Tools, die ganzen Übersichten und jetzt nochmal das Thema Notizmanagement, einfaches Notieren und Wiederfinden von Infos. Alle Listen und Notizen mit dem Index, damit man sie findet, damit man nicht irgendwie rumblättern muss. Wobei man natürlich immer einen Tab reinmachen kann, um hier schnell einsteigen zu können, um die schnell aufschlagen zu können, was ja ganz entscheidend ist für das, dass man sie überhaupt nutzt, die Seiten. Aber hier auf alle Fälle eine volle Übersicht. Dann gibt es eben Listen, einmal kleine Listen, das ist bei A4, also 4 Listen auf einer A4-Seite. Da gibt es 20 von, in groß gibt es auch noch mal 9 lange. Dann karierte Seiten 20, dann gepunktete Seiten 20, um auch was zu malen, mal oder egal im aufzuschreiben und einen Wochenstundenplan. Und für alles
was man hier eben nicht unterbringt, beziehungsweise was kontinuierlich kommt. Besprechungsnotizen ist immer die Möglichkeit da, ein Victory einzulegen, ein Notizheft, ein dünnes, das gar nicht viel aufträgt, das man dann am Ende einfach, oder wenn es voll ist, rausnimmt und abfotografiert und dann das nächste einlegt. Ja, schließlich noch zu den Maßen und Accessoires. Praktisch und angenehm sind alle unsere Kalender, wie wir glauben. Der ist natürlich jetzt wirklich groß, 21 x 30, 2,2 cm dick und trotzdem noch gut tragbar mit seinen 1000 Gramm. Leichter wie viele Notebooks, aber nochmal ein ganz anderes Feeling, seine Informationen in einem Buch selbst geschrieben zu haben, selber aufschlagen zu können, nicht von der Technik gegängelt zu sein, sondern selber die Oberhand zu behalten. 288 Seiten sind absolut ausreichend für alles, was immer irgendwie vorkommt und was du dir notieren möchtest. Ein hervorragendes Papier, klein 5, 90 Gramm. Fadenheftung, es fällt nichts auseinander. Schön gerundete Ecken, macht ihn angenehm. Ein Gummiband hält alles zusammen und 2 Lesebänder helfen zusätzlich, um zum Beispiel immer bei der aktuellen Woche ein Leseband zu haben und beim aktuellen Quartal oder bei den Notizen, wo immer man das eben möchte. Und das Ganze in einem sehr angenehmen Deckenbezug, wo viele sogar meinen, das sei Leder, ist kein Leder, aber es ist einfach ein sehr angenehmer Kunststoffbezug. Ja, und dann gibt es noch zusätzliche Varianten. Kurzer Hinweis eben als Ganze als Bundles, Pads mit Notizheften, wie man es da unten sieht. Dann die Dori-Version und dann die Wandplaner-Version, wo also unser Wikifio-Konzept auch im Wandplaner eben sichtbar wird. Dann hat man alles aus einem Guss. Der digitale Planer, das Mittelding zwischen App und dem, das man hier beschreiben kann, sehr angenehm, weil man auch selber als User die Oberhand behält über die Notizen, denn man nutzt es eigentlich wie ein Notizbuch, man nutzt auch einen Stift oft, um hier zu schreiben, hat aber eben die Vorteile, nutzt eben die Vorteile der Elektronik oder der Cloud, indem man eben die Informationen oder den Planer dann irgendwo speichert. Genau, und dasselbe gibt es auch noch als Druckversion, wenn ihr euch bestimmte Seiten einfach nochmal ausdrucken wollt, Notizen oder irgendwelche Übersichten oder Tracker. Ja, damit sind wir schon fast am Ende. Die Übersichten über die Unterschiede der einzelnen Planer findet ihr auf unserer Homepage unter Praxis und den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und das nächste Mal machen wir weiter mit der Kompaktreihe, bestehend aus Note, Extended und Extended Mid-Year. Und da freuen wir euch, wieder sehen zu dürfen. In diesem Sinne, euer Nikolaus Obersteiner, bis zum nächsten Mal. Tschüss.